Auf der Rückfahrt fallen uns die Salzfelder auf. Wir haben auch schon von der Straße aus Salinen gesehen und gehört, dass die traditionelle Meersalzgewinnung hier in Tavira schon seit Jahrhunderten eine große Rolle spielt. Wir wollen es genauer wissen und fahren zu einer Saline. Von Juni bis September, bevorzugt in den kühleren Morgenstunden, ernten die Salzgärtner hier das Salz von Hand. Hier soll das beste Salz der Welt geerntet werden. Wir hatten eigentlich gedacht, Salz ist Salz. Was ist eigentlich der Unterschied zu herkömmlichem Kochsalz? Und wie genau wird das Salz aus dem Meerwasser gewonnen? Wir treffen die Salzhändlerin Andrea Siebert, die sich 2001 an der Algarve niedergelassen hat. Im Winter sehen die Erntebecken übrigens so aus, voller Regenwasser. Ehe im Sommer das erste Salz geerntet werden kann, haben die Salzgärtner noch einen Haufen Arbeit vor sich. Bevor man jetzt anfängt mit dem sogenannten ersten Fluten der Saline, muss die Saline erstmal gereinigt werden. Dann werden die Böden der Saline abgezogen und geglättet, die Dämme werden ausgebessert, die Werkzeuge werden repariert und all das passiert in Vorbereitung auf den großen ersten Tag, wenn man also das erste Mal die Schleuse ganz vorne am Einlauf öffnet und Wasser reinlässt. Vom Meer kommt das Wasser aber nicht gleich in den Erntebecken an, sondern es läuft durch mehrere Vorkonzentrationsbecken. Das Wasser muss erst einen bestimmten Salzgehalt haben, bevor es durch kleine Schleusen in die Erntebecken fließt. In der Natur, so wie hier, fängt die Kristallisation bei einem Salzgehalt zwischen 250 und 270 Gramm pro Liter Meerwasser an. Und man muss sich dazu vorstellen, wir haben im Atlantik natürlicherweise 35, 36 Gramm gelöste Salze auf den Liter Wasser. Unter der glühenden Sonne verdunstet das Wasser und es bilden sich Salzkristalle, die zu Boden sinken. Meersalz ist gesünder als Kochsalz aus Bergwerken, denn es enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente aus dem Meerwasser, wie zum Beispiel Magnesium, Calcium, Selen oder Jod. Und es kommt ohne Zusätze wie künstliche Aufheller oder Rieselmittel aus. Die Rotfärbung kommt von der eisenhaltigen Tonerde und Mikroalgen, die rote Farbstoffe enthalten. Die Salineiros lösen mit dem Holzrechen zuerst die Salzkruste vom Boden. Dabei müssen sie vorsichtig sein, dass sie nicht zu viel abkratzen, damit der Boden des Erntebeckens unversehrt bleibt. Die Arbeiter schichten das grobkörnige Meersalz zum Trocknen auf. Das Wasser aus dem Atlantik ist so klar und sauber, dass das Salz zu 100% naturbelassen bleibt. Wir könnten es so direkt vom Haufen nehmen und auf unser Frühstücksei streuen. Dieses von Hand geerntete Meersalz hört auf den Namen Sal Tradicional. Das wird hier in der Algarve, speziell in der Ostalgarve, seit über 2000 Jahren nachweislich gemacht. Das waren schon die Phönizier, die hier an der Atlantikküste, aber in diesem relativ geschützten Gebiet der Algarve-Küste die ersten Anlagen zur Salzgewinnung, zur Meersalzgewinnung installiert haben. Die Römer haben diese Technik dann verfeinert und im Prinzip ist das, was wir hier sehen, mit diesen sogenannten Talus, diesen kleinen Erntebecken, die so dimensioniert sind, dass man von allen Seiten noch mit diesen Erntewerkzeugen von Hand da reinkommt. Das ist also eine Technik, die geht auf die Römer zurück und das wird heute noch so gemacht wie vor 2000 Jahren.